natürlich ein klarer Push. Ich denke mal, hier ist so ein Push ab Ace 6 ganz in Ordnung, weil ich sehe ihn eigentlich so gut wie nie irgendwas callen. Und wenn er callt, auch meistens nicht mit einer stärkeren Hand als irgendein Ace X. Sowas wie King Jack, Queen Jack suited, Any Pocket würde ich hier glaube ich auch einfach reinschaffen, weil wir haben nur noch 7,5 Big Blinds. Ist ein Turbo-Turnier, die Blinds steigen relativ schnell. Finde ich angemessen, so eine Range zu pushen, weil ich sehe ihn einfach noch sehr, sehr viel folden. Obwohl er dann auch relativ gute Pot-Odds bekommt für den Call. Jo, ich schiebe in die Mitte und ja, wie zu erwarten war der Fisch foldet. Aber wir haben 500 Chips gewonnen ohne einen Showdown, das ist natürlich ein super Ergebnis. Und jetzt hier die erste Hand, wo ich sagen muss, die ist relativ knapp. Ich habe sie hier gefoldet. Bin ich im Nachhinein jetzt ehrlich gesagt gar nicht so glücklich drüber. Ich werde das Ganze einfach mal mit Sit-and-Go Wizard analysieren. Und ja, man sieht hier Ass 3 ist ein relativ klarer Push, wenn man hier annimmt, dass die Gegner der Big Blind plus Ass 8, Ass 4 suited und besser und King 10 suited und besser called. Ich finde, das ist eine relativ gute Annahme. Ich glaube, das wird er vielleicht sogar noch ein klein wenig tighter callen. Und der Small Blind callt naturgemäß, weil er nicht der Letzte ist, der dran ist mit Agieren noch ein bisschen tighter. Ja, ich weiß nicht, warum ich sie nicht gepusht habe. Vielleicht, weil der Big Blind hier erst 2 Hände gespielt hat, die ich getrackt habe und ich deswegen noch nicht so richtig einschätzen konnte, wie er callen wird. Aber selbst gegen Unknown ist es, glaube ich, ein slightly positiver Push. Na gut. Ich habe gefoldet. Shame on me. Aber okay, geht weiter. Ja, mein 2 klarer Fold. Und ich werde gemoved und bekomme Pocket Kings. Habe 10 BB und ja, hier raised ein 13 BB Stack auf 3 BB. Natürlich mit Kings ganz klar ein Push. Und ich hoffe, dass er dann hier eine starke Hand hat, mit der er dann callt und ich kann dann einen schönen Chip, 4000 Chip Pot gewinnen. Ja. Aber er voll. Aber auch wieder fast 1000 Chips ohne einen Showdown gewonnen und das ist natürlich schon mal super geil. Queen 9 gegen UTG 4 BB Race, easy fold. 2-3 auch. So. Ja, 4-3. Die Blinds sind jetzt hochgegangen auf 125 und 250 mit einer relativ großen Ante im Spiel. Das heißt jetzt natürlich Loser pushen, aber da gehört natürlich jetzt 4-3 nicht unbedingt dazu. Von daher einfach weiter zur nächsten Hand. Und wir haben König 8 im Big Blind. Und der Hijack pusht. Da gebe ich ihm dann schon noch eine relativ solide Range. Also irgendwas in der Dreh von Ass 8 und besser Any Suited Ace. Ein paar gute Kings. Queen Jack, Pocket Pairs. Ich glaube, das ist ja so grob das, was er pusht. Da performe ich natürlich mit King 8 ziemlich schlecht dagegen. Von daher folge ich das. Und werde in der nächsten Hand dafür mit Pocket 10s belohnt. Und habe ein 4 BB Schach. Was man beachten sollte bei den Turnieren,
die UTG-Schafs mit Ante im Spiel sind doch meist relativ light, wenn die Leute so im Bereich von 7 bis 3, 4 Big Blinds unterwegs sind. Also da schaffen die meisten Leute Any2, also zumindest die Regulars. Der Random Fish wird das natürlich nicht machen. Ganz einfach, weil er in der nächsten Hand hier durch die Blinds gehen muss und ja, ein Big Blind ist ein Viertel seines Stacks. Von daher wird er dort sehr weit schauen. Und er bekommt den Call im Cutoff. Muss jetzt auch noch keine starke Hand induzieren. Von daher einfacher Push mit Tens. Also ich glaube alles 8er auf jeden Fall, 7er wahrscheinlich auch noch und Ace 10 oder besser würde ich hier glaube ich einfach drüber ballern. Der Cold Caller hatte Ace King suited, das ist definitiv ein Note, dass er da nicht einfach drüber pusht. Und hier ein interessanter Spot. Wir haben einen Open Shove am Button, sind 12 Big Blinds deep. Und ich denke mal, das ist ein Fehler, der relativ oft gemacht wird. Wir können hier wirklich extrem viel pushen. Ja, ich schiebe da mal den Sit-and-Go-Wizard einfach dafür rein. Wo haben wir die Hand? Da haben wir sie. Jo, und hier sehen wir ganz klar gegen einen tight callenden Big Blind. Und das ist eine relativ solide Range. Die können wir ihm sogar noch ein bisschen Loser geben. Dass er meinetwegen Any Ace callt. Naja, das ist dann wirklich schon eine ziemlich loose Calling Range. Ich glaube, so viel wird er nicht mal callen. Selbst dagegen können wir noch 91% der Hände pushen. Und der Small Blind ist natürlich sehr short. Das heißt, er wird hier schon mit sehr vielen Händen callen. Aber ich glaube auch nicht mit viel mehr als gute Queens, Kings und Any Ace und Any Pocket. Sagen wir mal so um die 40%. Und selbst dann können wir noch 70% pushen und da ist natürlich Jack 7 mit drin. Von daher haben wir einen eindeutig guten Push. Jo, und wir werden aber gecallt. Und machen am River eine Straße. Der Gegner zeigt Ass 10. Und wir haben natürlich unseren ersten Suckout gebastelt. Sind da natürlich jetzt auch nicht böse drüber, weil wir werden sie auch irgendwann wieder zurückbekommen. Und haben jetzt einen relativ schönen Stack von über 20 Big Blinds. Und mit dem spielen wir jetzt weiter. 5-7 gegen UTG, Push und Call, Easy Fold. 2-5 ist ein Easy Fold, egal was die Gegner da vor uns machen. Genauso wie Jack 3. Ja, Ace 7. Also man könnte es bei anderen Stack Sizes eventuell min-raisen. Aber was hier ganz klar dagegen spricht, gegen einen Min-Raise. Wir haben relativ viele Leute, die gute Stacks gegen unsere Min-Raises haben. Der Big Blind und der Small Blind werden relativ gut pushen können gegen uns. Middle Position und Hijacks sind auch schon sehr short und können deswegen relativ loose callen, weil sie sich gute Pot-Odds geben und denken, okay, sie kriegen die richtigen Odds, um plus EV gegen uns gamblen zu können. Was natürlich auch nervt, ist, wir haben einen 20 BB Stack am Button mit Position auf uns und noch einen 30 BB Stack fast im Cutoff, der auch Position auf uns hat. Und da möchte ich nicht unbedingt, dass die Leute dann callen und wir mit einer marginalen Hand wie Ace 7 out of Position dann einen Flop spielen müssen und gegen zum Beispiel Jelle 187 es ist halt ziemlich scheiße, wenn wir min-raisen, er pusht, wir müssen callen, weil wir 2:1 Pot-Odds kriegen, aber werden halt so gut wie nie die beste Hand halten.
Von daher ist das, glaube ich, einfach so ein Spot, den man da sehr gut weglassen kann. Jo, dann kommen wir auch schon zur nächsten Hand. King 8, UTG, ja, im Grunde genommen ein Fold mit der gleichen Begründung. Und im Big Blind haben wir Jack 9 suited und kriegen einen Walk. Den Cutoff und den Small Blind hätten wir natürlich callen müssen. Gegen den Button, wenn er einen Min-Raise spielt, kann man da schon fast über einen 3-Bet Re-Steal All-In nachdenken, weil er doch relativ loose Stats auf die ersten Hände zu haben scheint. Und ja, aber wiederum ist das wahrscheinlich auch nicht so das gute Play, wenn er ein Thinking Player ist, weil er wird nicht super light seinen Button open raisen, wenn er weiß, der Small Blind hat nur noch 3 Big Blinds und ist relativ dazu geneigt, irgendwann gamblen zu müssen. Aber gut, mit einem Walk ist das natürlich wunderschön für uns und extrem plus EV. Jo, Dame 4. Wäre ein easy Open Push in einen 4 Big Blind oder 4,5 Big Blind Spieler. Ein Call ist es natürlich nicht. Jack 10 würde ich hier auch wieder Open pushen. Aber gegen einen relativ großen Push und einen Call sehe ich mich das hier nicht callen. Also Jack 10. Wir haben nur noch 16 Big Blinds. Kann man schon mal über einen Push nachdenken. Allerdings vor uns der Race. Angenommen, ist das jetzt überhaupt die richtige Hand? So. Angenommen, R25 foldet hier, dann hätten wir hier einen relativ soliden Push mit Jack 10, weil die beiden Big Stacks in den Blinds werden sich schwer tun, 16 BB sehr loose zu callen. Ja, ich denke mal, ein Call mit 8 und Ace Jack und Ace 10 suited ist da relativ reasonable. Selbst wenn er ein bisschen loser callt, kriegt man das noch plus EV in die Mitte. Und ja, der Small Blind wird auch nicht so viel mehr callen. Also auf jeden Fall sollte man an der Stelle nicht Min-Raise folden. Ich finde, das ist so ziemlich das schlechteste Play, was man an der Stelle machen kann. Natürlich alles bloß in der Annahme, dass wir ja nicht schon Min-Raise vor uns haben, was wieder nach einer relativ starken Hand aussieht. Weil ein 11 BB Stack, der Min-Raised, ja, mit was macht er das? Kleine Pockets und so sollte er eigentlich in die Mitte schieben. Ass-X-Kombinationen genauso sind meistens einfach starke Hände, die er hier so spielt. Jo, schauen uns das an. Ich folde, alle anderen folden auch. Okay. Nächste Hand. Dame 6. Ja. Was wir machen, folgen wir natürlich genauso wie Bube 4. So, das könnte interessant werden. Ass 6 hier an der Stelle. Ja. Der Small Blind pusht 12 Big Blinds. Ich hoffe jetzt einfach mal, ich habe es gecallt. Und das habe ich natürlich nicht. Okay, ich glaube, das war ein relativ klarer Fehler.
Also der Gegner hat hier auf die ersten Hände